Als ich im Frühjahr dieses Jahres mit der Studie angefangen habe, habe ich unterschiedliche Reaktionen erfahren zwischen was willst du da machen? Und ja, logisch, das muss man doch jetzt nicht noch beforschen, das weiß doch jeder. Also das waren so die Reaktionen in beide Richtungen. Und ich habe gedacht, ich begebe mich auf eine Suchbewegung und gucke, okay, was ist das? Und aus meiner Sicht ist die Auseinandersetzung mit Rassismus in der Migrationsgesellschaft sehr vielschichtig. Und das reicht eben nicht, die Perspektive Migrantin oder Einheimische oder so dichodom darüber nachzudenken, sondern gerade im Kontext von Nationalismus, gerade in Kriegs- und Konfliktzeiten, ist die Thematik, die Inszenierung von Nationalismen enorm wichtig, weil sie eben auch als Instrumente für Verhandlungen herangeführt werden, darüber, ob es jemand gibt, also Existenz oder Negation, über Inklusion, Exklusion, Zugehörigkeit, Unzugehörigkeit und wer zur politischen Gemeinschaft dazugehört. Und als es im Frühjahr, Sommer dieses Jahres, wie gesagt, als ich angefangen habe, da war ganz viel diese Frage der sicherheitspolitischen und auch militärischen Entscheidungen im Kontext von Ukraine-Krieg, im Kontext von der Argumentation und der Forderung der Türkei für den NATO-Beitritt für Schweden und Finnland und im Umgang mit der sogenannten Kurdenfrage. Das heißt, es ging ja gar nicht, da irgendwie sich rauszureden und nicht darüber nachdenken zu wollen, was das bedeutet, politisch. Und neben dem ist das Thema seitdem auch nicht weniger aktuell und brisant geworden. Sie alle kennen die Nachrichtenlage derzeit in Kurdistan, in Mahabad. Sie kennen die anderen Nachrichten. Also das will ich gar nicht wiederholen. Wir haben gerade sehr viel auch gehört, die politischen und historischen Zusammenhänge. Und mein Fokus wird aber sein, sozusagen Deutschland. Also es geht mir nochmal darum, wie ist eigentlich in dieser Studie, geht es um Gegenstand Deutschland, kann man hier in Deutschland darüber sprechen? Und es gibt, was ich gemerkt habe, so wie Sie jetzt auch gesprochen haben, sobald ich mit Menschen gesprochen habe im Rahmen dieser Studie, gab es einen enormen Gesprächsbedarf. Also alle sind, sobald man den Deckel aufgemacht hat, sprudelte das nur raus aus Erfahrungen, Beobachtungen, Gedanken zu dem Thema. Und das heißt, für mich war dann die Frage, inwieweit ist das, was die Menschen beschreiben an Erfahrungen, an Diskriminierungserfahrungen, Beobachtungen, kann das als Phänomen beschrieben werden mit antikurdischem Rassismus? Und dieser Begriff ist erstmal, ich habe mich da auf die Suche begeben, zunächst mal von politischen Aktivisten in die Debatte, in den öffentlichen Diskurs hineingetragen worden. Sie haben gesehen, das ist ein Mainstream-Thema und es ist wichtig, da sich mit anzudocken und auch damit ihre politischen Anliegen zur Sprache zu bringen. Auch in den Medien ist der Begriff verwendet worden. Wenn Sie sich erinnern, die Morde in Konya, das stand in den Nachrichten von Journalisten und Schriftstellerinnen wie Ronja Othman, Canan Topçu und auch vereinzelt von Wissenschaftlerinnen wie Dastan Yassin ist dieser Begriff gefallen. Und ich dachte, wie kann man diese kumulierten Erfahrungen von Ungleichheit, die hier vorhin auch referiert wurden und für die es offensichtlich zugleich kein Konzept, keine Sprache gibt, wie kann man das erfassen? Und ist das mit diesem Konzept zu erfassen? Und wenn dem so ist, dann ist es doch die Aufgabe der Wissenschaft, nochmal darüber Wissen in Anführungsstrichen zu schaffen oder ein Medium oder einen Diskursraum zu schaffen, darüber nachzudenken. Und im Folgenden, jetzt muss ich mal gucken, hier mit dem werde ich in der nächsten halben Stunde ungefähr in diese Richtung, haben Sie einen Überblick, was wir machen, kurz theoretische Zugänge nochmal, das ist immer bei der Wissenschaft, da müssen Sie durch, die Erfahrungen haben wir, einmal kurz zu den theoretischen Zugängen, empirische Zugänge, wie wir gearbeitet haben, ausgewählte Zwischenergebnisse und kurz zur Rolle und Funktion der Medien und die Zwischenüberlegungen und offenen Fragen. Weil, wie gesagt, es ist eine Studie im Prozess, es sind keine Endergebnisse. Ich lade Sie quasi ein, mit mir auf die Zwischenergebnisse zu schauen und das wird weiter bedacht, erfasst, reflektiert. Zunächst mal zu den sozusagen ABC, damit man überhaupt weiß, wenn wir von Rassismus irgendwie, das ist ja immer so, wenn so ein Begriff in den medialen, öffentlichen Raum kommt, dann reden alle darüber, das ist so ähnlich wie mit der Nachhaltigkeit. Alle kennen Nachhaltigkeit, alle wissen, was Rassismus ist, aber sich nochmal gründlich darüber nachzudenken, was ist eigentlich damit gemeint. Ich habe Ihnen nur wenige kleine sozusagen Infos heute nochmal mitgenommen. Der niederländische Soziologe Essed definiert Rassismus als eine Ideologie,
eine Struktur und ein Prozess, mittels derer bestimmte Gruppierungen auf der Grundlage tatsächlicher oder zugeschriebener biologischer oder kultureller Eigenschaften als wesensmäßig anders geartete und minderwertige Rassen, in Anführungsstrichen, oder ethnischen Gruppen angesehen werden. In der Folge dienen diese Unterschiede als Erklärung dafür, dass Mitglieder dieser Gruppierung vom Zugang zu materiellen und nicht materiellen Ressourcen ausgeschlossen werden. Sie sehen, hier stehen eigentlich schon die Grundmechanismen drin. Wir brauchen Gruppierungen, es müssen Gruppierungen konstruiert werden, die, wie auch immer, Merkmale, die können tatsächlich so sein oder auch zugeschrieben sein, die kann man auch erfinden, sage ich mal. Das Ganze muss irgendwie nicht nur die Differenz muss hergestellt werden, das Ganze muss auch abgewertet und minderwertig behandelt werden. Und dieser Unterschied ist die Legitimation und Grundlage dafür zu sagen, ja, die können wir ausschließen, die privilegieren. Der klassische, und wir unterscheiden da, der klassische Rassismus, also mit diesen biologistischen Grundannahmen, Argumentation, Sie kennen das alles aus den Olympiaringen mit diesen weißen, gelben, roten, schwarzen und schwarzen Rassen, das ist passé, zumindest wenn man jetzt nicht von rechtsextremen und ultranationalen Gedanken oder sozusagen Kreisen ausgeht, ist dieses dominante Ordnungsprinzip der Gesellschaft eigentlich so nicht mehr vorgesehen. Aber was wir haben im Zuge von gerade nach Entkolonialisierung und Nationalsozialismus, Facetten von Neorassismus bzw. Kulturrassismus, das heißt, dass die Unterscheidungsmerkmale daran gemessen werden, dass man sagt, es gibt ja eine andere Kultur, es gibt eine andere Sprache, es gibt andere Debatten und Möglichkeiten, um das zu kodieren. Und im bundesrepublikanischen Einwanderungsgesellschaft sind es vor allem die Religionen, über die diese Unterscheidungsmerkmale gemacht werden. Es ist die Sprache und es ist die Staatsangehörigkeit. Und ich glaube, schon allein sich diese Begriffe nochmal zu merken, jeder, der sich damit befasst hat, auch auf die eigene Biografie schaut, Topic, also Religion, Sprache, Staatsangehörigkeit, ist fundamental für die weitere Debatte. Dann gibt es primäre und sekundäre Rassismen. Die primären Rassismen sind direkt, also da gibt es gar nicht irgendwie Schnörkel drum herum zu reden, sondern die sind unmittelbar und explizit rassistische Botschaften. Bei den sekundären Rassismuserfahrungen, ich zitiere hier Arzu Çiçek, das ist nochmal wichtig, glaube ich, gerade im Kontext vom antikurdischen Rassismus, die sekundären Rassismuserfahrungen sind Erfahrungen der Wut, der Beschämung, der Furcht, die dann entstehen, wenn eigene Rassismuserlebnisse zum Thema werden und gleichzeitig dethematisiert werden. Sekundär sind sie, weil sie im Zuge der Thematisierung von primären Rassismuserfahrungen bzw. der Verweigerung dieser Thematisierung gemacht werden. Also der Mensch erlebt sie, alle sehen es und alle sagen, was war eigentlich? Also diese Stimmung und diese Erfahrung, die da funktioniert. Und jetzt ist es ja so, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Wir haben ja nicht die repressiven Staaten, Herkunftsstaaten, die Mehmet Tanevedi und gerade Bektaş beschrieben haben. Das heißt, wie ist es eigentlich in Deutschland in einer egalitären Gesellschaft? Wie kann das eigentlich hier funktionieren? Wie funktioniert Dominanz in einer egalitären Gesellschaft? Und da möchte ich mich gerne auf Birgit Rommelsbacher beziehen. Die hat bereits ich habe das, also für 1995 habe ich ihr Buch das erste Mal gelesen. Das war für mich so, machte es ganz, ganz viele Glühwürmchen, die dann aufgingen im Kopf, weil ich dachte, ich finde eine Möglichkeit, die Erfahrung, die ich auch als Migrantin, als Kurdin, als Frau gemacht habe, irgendwie nochmal einzuordnen. Und was sie sagt, dass sozusagen in einer egalitären Gesellschaft funktioniert es deswegen, weil die Dominanz sich nicht auf Repression stützt, sondern die Dominanz stützt sich auf Zustimmung. Auf Zustimmung darüber, dass sozusagen Gruppen oder Personen deprivilegiert werden, dass es sozusagen auf die sozialen Strukturen über internalisierte Normen so geschaffen sind, dass auf eine ganz unauffällige Art und Weise politische, soziale, ökonomische Hierarchien reproduziert werden. Und das Ganze findet in allen Teilsystemen statt, in Arbeitsbildungs-, Wohnungsmarkt ist das dann zu sehen.
Und jetzt ist wichtig, warum das so funktioniert. Man fragt sich ja, warum soll das funktionieren? Das ist so ähnlich eigentlich auch wie bei der Gender-Debatte, wo man immer sagt, alle sagen, ja Mensch, die Frauen sollten doch eigentlich die gleichen Rechte haben, aber es gibt die sogenannte, das hat Robert Cornell gesagt, die patriarchale Dividende. Also das heißt, diejenigen, die in einer privilegierten Position aufgrund dessen sind, haben was davon. Es nützt in irgendeiner Weise was. Und deswegen ist es wichtig, in diesem ganzen Kontext die eigene Positionierung im Privilegiensystem zu kennen, das bedeutsam, und zwar nicht als moralische Kategorie, weil ja häufig in der Gesellschaft ist, das können wir doch nicht besprechen, das geht doch so nicht. Es geht hier nicht um moralische Kategorien, nicht als persönliche Eigenschaft, sondern in der Gesellschaft. Das weist auf eine Gesellschaftsstruktur und wenn ich in einem Kontext eine privilegierte Position habe, muss ich immer wissen, das führt auf der anderen Seite für diejenigen, die nicht dazu gehören, die in der Deprivilegierung sind, zu Verletzungsverhältnissen. Verletzlichkeiten können Menschen, verletzbare oder diese Verletzlichkeiten, diese rassistischen Erfahrungen können sein durch die Diffamierung als andere, als Fremde, als Unzugehörige, als Unnormale. Wenn wir jetzt also von antikurdischem Rassismus sprechen wollen, dann erfahren wir etwas über die Erfahrungen, die individuell gemacht werden. Diese sind aber nicht persönliche Erfahrungen, als persönliche Erfahrungen nur einzuordnen, sondern die Interaktion und Emotionen funktionieren aufgrund der strukturellen Verankerung und insofern sind sie politisch. Und in diesem Sinne werden sie auch wirkmächtig. Und es wird nicht alles immer zur gleichen Zeit wirkmächtig. Sie kennen das alle. Es ist nicht immer relevant, ob ich eine Frau bin, aber vielleicht, wenn ich nachts alleine irgendwo entlang gehe. Es ist nicht relevant, ob ich eine Beeinträchtigung habe, aber wenn ich gerade irgendwie keine Treppen laufen kann und da ist kein Fahrstuhl. Also das heißt, in bestimmten Konstellationen, ich habe letztens einen gehört von einer Studierenden, die sagte, ich kann die Vorlesungen nicht mehr in der Corona-Zeit machen, weil ich bin gehörlos und wenn alle mit Masken rumlaufen, kann ich die Lippen nicht mehr lesen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Konstellationen, wann etwas salient wird und wo über die Sozialisation etwas hervorgebracht wird oder über den Kontext. Und deswegen habe ich hier noch einen zweiten Begriff für die theoretische Analyse reingebracht, nämlich die des politischen Rassismus. Das heißt, wir beziehen uns, wir sind alle in bestimmten Diskriminierungsmatrix, sozusagen sind wir in der Gesellschaft drin. Wir haben alle unterschiedliche Privilegierungen und Deprivilegierungen, aber das Ganze passiert eben nicht im luftleeren Raum, sondern über eine Schichtung von Geschichte und Gegenwart, die uns beeinflusst. Und hier finde ich ganz hilfreich den Ansatz von Lorenz Naku Laing, der sagt, politischer Rassismus in der posthomogenen Gesellschaft. Und aus einer Sicht geht es eigentlich darum, wir müssen nochmal darüber nachdenken, was heißt eigentlich in einer Demokratie, in einer diversen Gesellschaft, was heißt es eigentlich, Verhandlungen über Gemeinschaft in einer posthomogenen Gesellschaft zu führen und wo und wie sind politische Rassismen verankert. Ich hatte gesagt, ich sage noch mal kurz zu den empirischen Zugängen und dann komme ich zu den Zwischenergebnissen. Empirisch, also zunächst haben wir eine ausführliche Literaturrecherche gemacht, da verschone ich Sie, da werde ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe bisher 20 qualitative Interviews geführt, nochmal für diejenigen, die jetzt nicht sich mit Forschung befassen. Es geht hier nicht um Repräsentation und quantitative Forschung, wo es wichtig ist, ganz viele Zahlen zu haben, sondern in qualitativen Forschung sind es andere Ansätze. Und da sind aber auf jeden Fall noch sehr viele Personen und die Personen sind nicht qua Person, sondern nach Feldern. Ich untersuche die Wissenschaft, die soziale Arbeit und Bildungsbereich, Medienbereich und Politikbereich, also verschiedene Felder. Und das Ganze wird begleitet auch von einer kritischen Medien- und Diskursanalyse. Das macht vornehmlich meine Kollegin Professor Esther Almstadt und wir haben eine wissenschaftliche Hilfskräfte und Studierende, die uns unterstützen. Das würden wir, glaube ich, was das weiß, Kernan auch im normalen Geschäft an der Hochschule gar nicht sonst zeitlich hinbekommen. Jetzt zu den ausgewählten Zwischenergebnissen. Sie sehen, ich habe zunächst mal markiert die individuelle und institutionelle Ebene und ich habe direkt so ein Quadrat gewählt und mit diesem Quadrat, das bleibt quasi die Grundfolie jetzt für die nächsten 15 Minuten. Auf der individuellen Ebene haben die Befragten alle durchweg von beobachteten und persönlichen Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen im Alltag gesprochen. Allerdings zunächst nicht als Kurdinnen, sondern als Migrantinnen, Türkinnen, Musliminnen.
Und erst, wenn sie in Kontexten waren, in anderen Kontexten waren, wo die internationale Familiengeschichte zum Tragen kam, da wurde dieses Kurdische salient. Und da haben sie auch ein Spektrum von Erfahrungen, angefangen von nonverbal abwertenden Blicken zu verbalen Äußerungen oder gut gemeinten, wenn sie dann wussten, Kurde, Hauptsache Mensch, Beleidigungen, Ablehnungen, Prügel auf dem Schulhof, nachbarschaftliche Konflikte, Benachteiligung in Wohnheimen, also Flüchtlingswohnheimen, Mobbing auf dem Arbeitsplatz bis hin zu gewaltsamen Übergriffen und Morddrohungen. Ich habe die ganze Palette allein schon bei den 20 Personen hören dürfen. Auf der individuellen Ebene passiert vieles. Und jetzt, wie gerade gesagt, also zunächst ist sozusagen die Eingangsschneise Migrantinnen, Muslimen, also sozusagen eine andere Konstruktion. Und wir haben es also mit einer doppelten Rassifizierung hier zu tun, das heißt einem doppelten Risiko für Verletzungen, für Verletzungsverhältnisse. Für die Analyse ist interessant, welche Homogenisierungen, Abwertungen Kurdinnen erfahren, welche normalisierten Diskriminierungswissen selbst bei Kindern vorhanden sind, also Kinder, die vielleicht gar keine Kurden oder Kurden kennen, aber die Schimpfwörter und das damit historisch verankerte kollektive Narrativ, wer Kurdinnen sind, ist wirkmächtig, das ist da. Einer der Befragten hat das so formuliert, die sagte, es ist kaum zu glauben, die mich nicht kennen, wissen mehr über mich als ich über mich. Das heißt, das ist in dem Raum ist es da. Und ich will jetzt nicht alles reproduzieren, was an Schimpfwörtern gesagt wurde, aber sie verweisen auf Kategorien, mit denen Kurdinnen verbunden werden und die relevant sind. Ich sage mal die Kategorien und ich kann mir fast vorstellen, Sie alle, die Sie kennen, die sich mit Kurdinnen befassen, haben direkt die Schimpfwörter selbst im Kopf, ohne dass ich sie nennen muss. Über die Kategorie Klasse, Stadt, Land, Akademiker, Nicht-Akademiker. Wissen, ne? Sie nicken. Unwissenheit und Debilität, also komplett aussichtslos. Wild, unzivilisiert, widerständig und gewaltaffin. Sie wissen, welche Worte gefallen sind. Das heißt, die Abwertung über die Ethnizität sind intersektional gekoppelt mit anderen Kategorien wie Gender, Disability, Klasse, wobei Staatenlosigkeit ein ganz starker Referenzpunkt ist. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Punkt von Wörtern, die gefallen sind im Kontext von Staatenlosigkeit. Nach Mark Terkedises ist das der erste Schritt der Rassifizierung, nämlich die Produktion, die Andersheit als Gruppe und das kollektive Wissen darum. Oder das kollektive Unwissen oder die Gleichgültigkeit. Dadurch, und dass das mitgetragen wird, eben die Zustimmung, die ich vorhin über die Dominanz erwähnt habe. Und jetzt geht es zu den institutionellen Aspekten, das heißt, es kommt dann, also erstmal brauche ich die Rassifizierung einer Gruppe und dann kommt es zu der Ausgrenzungspraxis. Wie entsteht das, diese Dialektik von Einschluss und Ausschluss, sozusagen welche Verwaltungsapparate, welche Mechanismen strukturell führen dazu, dass Dinge sich verselbstständigen oder quasi als Verwaltungsroutinen und Abläufe in Institutionen wiederholt werden. Das ist zum Beispiel die Kriminalisierung von Kurdinnen seitens Polizei und Staatsschutz, die Negierung von Differenz. Das ist ja das Spannende mit der Differenz, ist ja, das ist eine ganz heikle Geschichte, über Differenz zu sprechen. Weil Differenz kann ausschließen, Nicht-Differenz kann aber auch ausschließen, wenn ich nicht benenne, was ist. Also das heißt, ich muss immer darauf gucken, es geht nicht um die Differenz, sondern um die Gewichtung der Differenz, um die Auf- und Abwertung, die damit einhergeht oder die Ignoranz oder sozusagen das Highlighten. Worum geht es? Es geht um gezielte Datenübermittlung über kurdische Organisationen an das Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Das sind nur so wenige Beispiele, weil tatsächlich sind diese individuellen und institutionellen Ebene, damit will ich mich ja gar nicht zu viel befassen, weil das zeigt ja eigentlich, das ist einfach, ich sammle das auf. Es ist ein blödes Beispiel, aber wenn Sie Erkältung haben und Sie haben eine laufende Nase, dann ist das Symptom. Und die individuellen institutionellen Aspekte sind quasi das Symptom dafür, wenn es rassistische, sozusagen politische Strukturen gibt. Das ist quasi das, was äußerlich sichtbar wird. Also kommen wir zu den wichtigsten oder wichtigeren Grundlagen der gegenwärtigen Lage, nämlich die historische Ebene und die politische Ebene. Für die historische Ebene, also das ist die Basis oder die ganz wichtig ist und die für die aktuellen Entwicklungen auch ganz relevant sind,
Zum einen die Staatenlosigkeit. Ich hatte gesagt, dass das als Thema immer wieder aufgetreten ist und die Staatenlosigkeit ist natürlich historisch verbunden mit der Kolonialgeschichte und den Annahmen darüber, über den Orient, andere Völker und Stichwort Sykes-Picot-Abkommen in 1916, wo, das sind alle, die sich mit Kurden befasst haben, ist das ein Begriff, als der Nahe Osten sozusagen die Grenzen dann auch festgelegt wurden und vielleicht aber nur ein Gedanke daraus, darüber, wie über Kurdinnen sozusagen in diesem Kontext gedacht wurde oder gedacht wird. Im Versailler Friedensvertrag, in dem die Grundstruktur des kolonialen Diskurses dokumentiert ist und in dem wird davon ausgegangen, dass es Völker gibt, die nicht imstande sind, sich zu regieren. Das heißt, und in der Satzung des Völkerbunds steht, ja, vielleicht noch ein Gedanke davor. Interessant ist ja, wir kommen als Kurdinnen, ich bin vorher Kolonialgeschichte und so weiter, habe ich mich befasst. Ich habe immer gesagt, ja, okay, es gibt ein paar Texte, Ismail Besikci, andere internationalisierte Kolonie und so weiter. Aber so richtig habe ich gesagt, finden wir den Anschluss nicht an diese Debatten zur Kolonialisierung, die ja mit dem Rassismusbegriff eng verbunden sind. Und das ist nochmal interessant, dass genau zu dieser Zeit, vor circa also 100 Jahren, hat ja die Kolonialpolitik, die Politik wurde verändert, man sprach nicht mehr von Kolonien, sondern es sollte eine neue Ära kommen und dann sprach man ja von Mandaten, das war ja die Übertragung der Verwaltung und dieser Begriff des Mandats in der Satzung des Völkerbunds steht die Übertragung der Vormundschaft. Ich denke nur so, die im Jugendbereich arbeiten, Übertragung der Vormundschaft über Völker, die sich selbst nicht zu leiten vermögen, an fortschrittlichere Nationen. Also diese Grundkonstellation von sozusagen Überlegenheit, Unterlegenheit ist damals schon angelegt worden in der Gründung der Nationalstaaten und wurde fortgeführt. Da zähle ich jetzt nicht die ganzen weiteren Verträge auf, Lausanne und so weiter, was Sie kennen. Und das Konzept des Nationalstaats, wissen Sie, hat zur Grundlage, dass es einen homogenen inneren Staat geben muss, eine Sprache, eine Nation, eine Kultur und so weiter und so fort. Und diese gewaltsame Homogenisierung in den Herkunftsstaaten hat es gegeben, das haben wir gehört, aber die haben Auswirkungen auch auf die Migrationsgesellschaft. Heute haben sie es andere, aber es sind die historischen Vorläufer und es gibt koloniale Kontinuitäten und sozialpsychologische Mechanismen. Auf politischer Ebene, also ich tendiere jetzt, gehe mal in die andere Richtung noch, hat es Implikationen, das führt nämlich zu bestimmten Diskriminierungsformen und es gibt Pfadabhängigkeiten, also wie die Außenpolitik die Innenpolitik beeinflusst oder historisch gewachsene Kontinuitäten im Zusammenhang mit der Beziehung zur Türkei, die beispielsweise, das wissen Sie alle, ist ja auch bis aktuell so für die Stabilität in der Region, Stichwort NATO, im Kontext der europäischen Migrationspolitik, für die Bekämpfung für IS und auch für die energiepolitische Versorgung Deutschlands und der Europäischen Union eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir uns jetzt, ich habe sozusagen ausgewählt diese Punkte für die politisch und auf der Grundlage der historischen Ebene, die Staatenlosigkeit oder andersrum gesagt, für diese Kurdinnen spielen für dieses zwischenstaatliche Beziehungsgeflecht, sozusagen ob es mit der Türkei, mit Iran und so weiter, spielen sie eine Nebenrolle. Der Umgang ist eher von sicherheitspolitischen Ansatz geleitet, die dazu führt, dass Kurdinnen als Sicherheitsproblem wahrgenommen werden und hier der Kriminalisierung Vorschub geleistet wird. Und jetzt ist es spannend, weil hier so eine doppelte Logik kommt. Die Logik von Nationalstaat, wie gesagt, ist immer so ein Verhältnis von Innen-Außen, Zugehörigkeit, Unzugehörigkeit und die Frage, wer im Nationalstaat der national andere sind. In Deutschland sind das jetzt derweil zum Beispiel geflüchtete Migrantinnen und das Ganze hat so eine Art doppelten Boden. Einmal eben in diesen Rollen, wie vorhin gesagt, als Geflüchtete, als auch in anderen Migrationskategorien, Diskriminierungserfahrungen, wenn Menschen gelesen werden als Migranten, Türken, Muslime und so weiter, aber dann zugleich auf der anderen Ebene, wenn sie als Kurdinnen identifiziert werden. Und da sind auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden, von Gleichgültigkeit, auch sicherlich auch Sympathie je nach politischem Couleur, aber was im Raum trotzdem steht, sind weitere zum einen ganz viel Negativerfahrung, also es assoziiert mit negativen Stereotypen und ich habe geschrieben, der Indifferenz oder Negierung. Es ist eine verweigerte Existenz, also dadurch, dass es eben diese Nationalstaatlichkeit nicht gibt, wird im Grunde genommen immer wieder, hören Sie,
gibt es doch gar nicht oder gibt es irgendwie, also es ist einfach im Raum oder es ist eine Dämonisierung und Kriminalisierung. Das heißt, bei der Frage, wer bist du oder so, dann kommt erstmal so eine Vorsicht, die nächste Frage. Also im Raum ist da etwas und dann gibt es immer zu fragen, wer ist da und warum. Ja, ich gucke mal gerade, damit ich mit der Zeit, ja, ich glaube noch so 5 Minuten, können Sie noch? Ja, geht das? Okay, ich probiere, ja. Und jetzt das ist nochmal wichtig, ich habe gerade gesagt, wenn man dann erstmal sozusagen das Stichwort hat, Kurdinnen, und im Kopf dann schon irgendwie diese Gewaltaffinität ist und diese Begriffe, die damit einhergehen, dann, und Terrorverdacht und postulierte Gewaltkultur, dann ist der Dialog schon auch fast beendet. Da muss man ja gar nicht mehr nachdenken. Und damit werden sozusagen die politischen Anliegen, die ganz andere ja auch sein können und die eben nicht nur eingleisig sind, gar nicht mehr thematisiert oder dialogfähig. Und natürlich ist dieser Begriff des Separatismus auch im Raum. Und natürlich, wenn ich von einem homogenen Nationalstaat ausgehe, muss es sozusagen auf der anderen Seite, im Sinne sozusagen von der Dialektik, muss Separatismus, wie auch immer man das bezeichnet, eine Bedrohung darstellen. Das geht gar nicht anders, weil es ja eben darum geht, dieses homogene Bild zu erhalten. Und bei den Befragten war auch die Frage, es geht gar nicht darum, dass irgendjemand hier Straftaten oder das Strafgesetz irgendwie umgehen oder aushöhlen will, sondern die Frage war, was heißt das für eine große Gruppe, wenn sie eben als kriminalisiert wahrgenommen werden. Und häufig ist es alles so kompliziert, dass eine Zurückhaltung kommt und lieber sich nicht damit befassen. Das ist, mein Gott, man weiß immer nicht, auf welcher Seite. Das heißt, besser die Differenz und das Thema zu dethematisieren, als zum Thema zu machen. Und was ist die Folge von dieser Abwertung oder Leugnung? Es führt, und das ist der nächste Gedanke, es führt, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, zu einer mehrdimensionalen Sprachlosigkeit. Also das ist mir immer wieder begegnet. Es gibt enorme Facetten davon, wie diese Sprachlosigkeit aussieht. Natürlich in den Herkunftsländern haben wir gehört, Sprachverbote, Diskriminierung, aber sie hat auf verschiedenen Ebenen, auf psychologischer Ebene hat sie Auswirkungen, auf die kann ich jetzt leider aufgrund der Zeit nicht eingehen, aber für Traumagedächtnis zum Thema Sprache, Verbalisation, Artikulation, da wird ganz viel gehemmt, auch auf einer physiologischen Ebene. Die Nichtförderung der Muttersprache ist viel ein Thema geworden. Die Sprachlosigkeit im öffentlichen Raum, nicht zu wissen, wie rede ich denn jetzt über dieses Thema? Habe ich Worte? Wie kann ich mich da entlang lavieren? Sprache ist ein Problem in der Justizfrage, wer sind Dolmetscher oder in Asylverfahren, wer kann wie übersetzen. Und selbst bei den Personen, die ich befragt habe, selbst habe ich gemerkt, dass sie eine absolute Artikulationshemmung hatten. Das war immer so ein Jonglieren irgendwie, wie beschreibe ich das? Und interessant, und um sich irgendwie in diesem Dialog, in diesem Interview aufzuwerten und zu gucken, dass es nicht abgewertet wird. Also das ist immer so ein Lavieren in dem ganzen Gespräch geworden. Und wir dürfen nicht vergessen, Sprachpolitik spielt in der Geschichte der Kolonialisierung eine elementare Rolle. Die Einführung der Kolonialsprachen, etwa Spanisch, Englisch oder Französisch, wurde als Möglichkeit vorgestellt, die zurückgebliebenen Gemeinschaften in den Kolonien aus der Dunkelheit ans Licht des ökonomischen Fortschritts und der intellektuellen Entwicklung zu bringen. Das heißt, Sprachpolitik wird auch als Deckmantel benutzt, um auch die interne Kommunikation der Menschen zu unterbinden und sie zu kontrollieren und auch die Solidarität in den Communities zu verunsichern und sie mundtot zu machen, bis hin ihres Wissens zu berauben und auch Epistemie. Das heißt, nicht zu vergessen, dass die Artikulation in Sprachen, die weniger beherrscht werden, Personen weniger ausdrucksstark, intelligent und gebildet erscheinen lassen und sie sich auch dann so empfinden. Und das zu diskutieren, Sie wissen, ich stoße hier ein paar Gedanken an, das ist alles noch nicht zu Ende gedacht, aber zu diskutieren wäre hier, ob es hier um eine epistemische Gewalt handelt, also praktisch eine Privilegierung, in dem Wissen gar nicht möglich ist durch diese Sprachverunsicherung oder Sprachvermeidung und Politik. Und diese Folge der Leugnung ist auch eine enorme Unwissenheit und Unbeholfenheit im Bildungswesen, Wissensdefizit der Menschen über die Kontexte, fehlendes Wissen in pädagogischen Institutionen, wenn schwierige Situationen sind, fehlende sozusagen eine Unbeholfenheit, wenn es um einen erstarkten Islamismus und Nationalismen geht. Wie gehen wir jetzt damit um, dass da so eine Situation ist im Klassenraum?
Und das ist ein großes Thema, also sozusagen dieses Sprachunmöglichkeit, Sprachlosigkeit und die Folgen für die Verleugnen. Um auf das Ziel der Studie nochmal zurückzukommen, das heißt, es gibt hier tradiertes rassistisches Wissen, mit dem Menschen Diskriminierungserfahrungen machen. Und das ist aus meiner Sicht auch das Nichtwissen, ist sehr ernst zu nehmen. Es geht nicht darum, dass Menschen dumm und unwissend sind, also die sich als Kurdin definieren, aber auch die sich zu ihnen verhalten, sondern wir müssen das als einen historisch-politischen Kontext begreifen, warum diese Sprachlosigkeit so entsteht. Und bei der Nichtexistenz der Sprache oder nicht, ist nochmal etwas anderes interessant. Abgewertet zu werden ist ein Aufstieg, weil dahinter, wenn ich gar nicht gesehen werde und es etwas gar nicht gibt, dann werde ich noch nicht mal zum Objekt. Es gibt Subjekt gar nicht, aber nicht mal Objekt. Und Subjekt kann ich erst werden, wenn ich im Grunde genommen auch selbst sprechen kann, artikulieren kann. Folglich haben die Menschen reagiert mit Widerstandsstrategien auf diese Verletzungserfahrungen. Sie sind gezwungen, sich strategisch im Verhältnis zu ihrem Umfeld zu verhalten. Und nur ein kleines Beispiel, damit Sie so ein Bild nochmal haben, wie Sie damit zum Beispiel mit der Sprache umgehen können. Eine Gruppe, Selbstorganisation queerer Menschen, transnational, trifft sich regelmäßig und einer geht immer raus, wenn er telefoniert. Die anderen wird suspekt, was hat er eigentlich für uns zu verheimlichen? Immer geht der raus, wenn er telefoniert. Diese Atmosphäre von Missstimmung, Misstrauen ist im Raum und dann sagen sie, was ist los? Warum gehst du eigentlich immer raus? Hast du uns was zu verheimlichen? Und dann kommt raus, er spricht immer, traut sich nicht Kurdisch zu sprechen, weil es könnte ja irgendwie anders aufgenommen zu werden. Also wenn er rausgeht, telefoniert er auf Kurdisch. Das heißt, die Frage und die Reaktionen waren, also eine sagte, ich hatte gar keine Exit-Option, ich musste mich verhalten. Es gibt Personen, die sagen, ich habe mir Wissen angeeignet, um es auch weiterzugeben. Andere versuchen normangepasst zu sein, bemühen sich zu integrieren oder andere sich breit zu vernetzen, um vom Objekt zu agierenden Subjekt zu werden, um selbst sozusagen tätig werden zu können. Und wir wissen also, es gibt so eine ganze Palette von Selbstethnisierung. Eine amüsante Strategie ist Dissimulation. Das ist sozusagen jemand, der sich immer woanders irgendwie verhält, um einfach gar nicht in irgendeine Schublade gepackt werden zu können oder auch Neuerfindung, zu sagen, ich will mich ganz verabschieden, Kurdisch interessiert mich nicht, Deutsch und was auch immer, Türkisch und was weiß ich möchte eigentlich eine eigenes neue Sache für mich machen. Zu den Medien werde ich jetzt gar nicht viel sagen, sowohl aufgrund der Zeit, aber auch, weil ich noch gar nicht vorgreifen will, wie die Ergebnisse sind, vielleicht nur so weit. Wir haben für ein Jahr lang die Online-Berichterstattung für Bild, Zeit Online, Frankfurter Allgemeine, Taz, Tageszeitung, Focus Online, Spiegel und Süddeutsche daraufhin untersucht, wie sie und ob sie das Thema Kurdinnen thematisieren. Und das Medien ist insofern hier nochmal ganz wichtig weil sie einen Transfer leisten. Die Frage ist, warum wissen alle was? Und diese Transferleistung darüber, was Gesellschaft weiß, da spielen Medien eine ganz große Rolle und interessant wird zum Beispiel da auch bei Förderpolitiken in Projekten von sozialer Arbeit oder Bildung, wo Personen gesagt haben, naja, ich muss erstmal argumentieren, weil das Wissen, was es gibt bei denjenigen, die entscheiden, das nehmen sie aus den Medien und da ist immer so bestimmte Momente, die da schwierig sind und das heißt, es muss ganz viel Aufklärungsarbeit, ganz viel Gespräche müssen geführt werden, um sich zu erklären, zu rechtfertigen, wenn sie verdächtigt werden in irgendeiner Weise. Und das lasse ich mal, Zwischenergebnisse und offene Fragen, damit würde ich dann jetzt enden. Also es gibt einige Anhaltspunkte für Rassismen der Kurdinnen in Deutschland adressiert werden, und zwar ausgehend von den genannten Dominanzverhältnissen, also die Privilegierung von sozialen Gruppen. Ich hatte Stichworte gesagt, Kriminalisierung, das Thema auch Bildungsbenachteiligung. Das Ganze findet auf verschiedenen Ebenen statt. Es fehlt ganz fundamental an einer Sprache der Auseinandersetzung und der Benennung. Und das führt auch dazu, dass eine offene, kritische und auch konträre Auseinandersetzung mit verschiedenen, auch politischen Couleuren gar nicht möglich ist, weil es einfach da noch sehr schwierig und tabuisiert ist. Es ist wichtig und deutlicher noch zu untersuchen und auch zu sehen, wie historisch und politisch die Dinge gewachsen sind und lanciert wurden in bestimmte Bereiche. Und es geht darum, wie kann eine neue Theorie der Nation oder eine postkoloniale Theorie der Nation
auch gedacht werden, also das Verhältnis von Nation in posthomogener Gesellschaft. Das heißt, wir haben hier irgendwie nach Kolonialisierung dieses Nationalstaatskonzept, wir haben natürlich längst Phänomene von Globalisierung, Transnationalisierung und das Ganze, wir sind in so einer Art Zeit der Verhandlungen, der Neujustierung und was hier ganz ein wichtiges Thema ist, dass das Versprechen der Gleichheit und der Menschenrechte nicht gehalten werden kann, dass das zu Glaubwürdigkeitsverlusten und dem Doppelstandards führt, die wahrgenommen werden zwischen zum Beispiel Menschenrechten und Migrationsregimen. Und für das Ganze, vielleicht dieses letzte Stichwort nochmal, mir ist das nochmal wichtig, dass wir uns selbst alle nochmal positionieren und klang. Es geht hier nicht darum, einzelne Nationalitäten oder Ethnizitäten. Es geht um politische Haltungen und es geht darum zu gucken, für die Gesellschaften, wie leben wir zusammen und welche Worte müssen wir vielleicht auch neu finden, welche Praxis müssen wir verändern, damit wir Rassismen nicht reproduzieren, um aus so einer dualistischen Logik des Ganzen herauszukommen. Und wie können wir Verletzungsverhältnisse, die hier zum Beispiel gegenüber Kurdinnen gemacht werden in Deutschland und nicht nur Herkunft, auch benennen und auch sie ändern. Und das wäre so mein Wunsch, dass wir es so lang nach und nach tun können. Und das ist jetzt erstmal ein erster Anstoß. Ich habe überzogen, sorry, aber es ging nicht kürzer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.